Guten Tag, ich habe letzte Woche in Deutschland angefangen zu arbeiten. Herzlich willkommen, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, dass ich eine Krankenversicherung brauche. Ja, in Deutschland ist eine Krankenversicherung für jeden Pflicht. Ich verstehe das nicht ganz. Können Sie mir das erklären? Natürlich, jeder Mensch in Deutschland muss krankenversichert sein, egal ob er arbeitet oder nicht. Was passiert, wenn man keine Krankenversicherung hat? Ohne Krankenversicherung darf man in Deutschland nicht legal leben oder arbeiten. Gibt es verschiedene Arten von Krankenversicherung? Ja, es gibt zwei Arten, die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die gesetzliche Krankenversicherung ist für die meisten Arbeitnehmer und die private ist für Selbstständige oder Gutverdiener. Wie viel verdiene ich, um privat versichert zu sein? Man muss im Jahr mehr als 66.000 Euro verdienen, um sich privat versichern zu können. Ich verdiene weniger als das, also nehme ich die gesetzliche Versicherung? Genau, bei Ihrem Einkommen ist die gesetzliche Krankenversicherung die richtige Wahl. Wie viel kostet die gesetzliche Krankenversicherung pro Monat? Der Beitrag beträgt ungefähr 14,6% Ihres Bruttogehalts. Zahle ich das alles selbst? Nein, Ihr Arbeitgeber zahlt die Hälfte und Sie zahlen die andere Hälfte. Das ist gut zu wissen, was genau ist dann abgedeckt? Die gesetzliche Krankenversicherung deckt Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und viele Medikamente ab. Sind Zahnarztbesuche auch abgedeckt? Nur grundlegende Zahnbehandlungen sind abgedeckt, teure Behandlungen wie Kronen müssen Sie selbst bezahlen. Was ist mit Brillen oder Kontaktlinsen? Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für Brillen nur in bestimmten Ausnahmefällen. Welche Krankenkasse soll ich wählen? Es gibt viele gesetzliche Krankenkassen in Deutschland, zum Beispiel TK, AOK oder BARMER. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Krankenkassen? Die Grundleistungen sind bei allen gleich, aber manche Kassen bieten zusätzliche Leistungen an. Wie melde ich mich bei einer Krankenkasse an? Sie füllen ein Anmeldeformular aus und geben Ihre Arbeitgeberbescheinigung und Ihren Personalausweis ab. Wie lange dauert es, bis ich die Versicherungskarte bekomme? Die Versicherungskarte kommt meistens innerhalb von 2 Wochen per Post. Was mache ich, wenn ich krank werde, bevor die Karte ankommt? Die Krankenkasse gibt Ihnen eine vorläufige Bescheinigung, die Sie beim Arzt vorzeigen können. Kann ich sofort zum Arzt gehen, nachdem ich mich angemeldet habe? Ja, der Versicherungsschutz beginnt ab dem ersten Tag Ihrer Anmeldung. Was brauche ich, wenn ich zum Arzt gehe? Sie zeigen dem Arzt einfach Ihre Versicherungskarte und er rechnet direkt mit der Krankenkasse ab. Muss ich beim Arzt etwas bezahlen? Für die meisten Behandlungen zahlen Sie nichts, aber für manche Medikamente gibt es eine kleine Zuzahlung. Wie hoch ist diese Zuzahlung meistens? Die Zuzahlung beträgt meistens zwischen 5 und 10 Euro pro Medikament. Kann ich jeden Arzt in Deutschland besuchen? Sie können jeden Arzt besuchen, der mit der gesetzlichen Krankenversicherung arbeitet. Das sind die meisten Ärzte. Was ist, wenn ich einen Spezialisten brauche? Für einen Spezialisten brauchen Sie meistens eine Überweisung von Ihrem Hausarzt. Vielen Dank, ich glaube, ich habe jetzt alles verstanden. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer neuen Krankenversicherung. Guten Tag. Ich habe meine erste Gehaltsabrechnung bekommen und verstehe einen Abzug nicht. Guten Tag. Welchen Abzug meinen Sie genau? Hier steht Pflegeversicherung, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Die Pflegeversicherung ist eine gesetzliche Pflichtversicherung, die alle Arbeitnehmer in Deutschland zahlen müssen. Warum brauche ich diese Versicherung? Sie schützt Sie für den Fall, dass Sie eines Tages professionelle Pflege benötigen. Wann braucht man professionelle Pflege? Das kann passieren, wenn man im Alter nicht mehr selbstständig leben kann oder nach einem schweren Unfall. Ich bin jung. Muss ich wirklich schon jetzt dafür zahlen? Ja, das System funktioniert so,
dass die jungen Arbeitnehmer die älteren Menschen mitfinanzieren. Wie viel wird von meinem Gehalt abgezogen? Der Beitrag beträgt derzeit 3,4% Ihres Bruttogehalts. Zahle ich das alles selbst? Nein, Ihr Arbeitgeber zahlt die Hälfte davon, Sie zahlen nur die andere Hälfte. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt professionelle Pflegeleistungen ab, zum Beispiel einen Pflegedienst zu Hause oder ein Pflegeheim. Was ist ein Pflegedienst? Das ist ein professioneller Dienst, der kranke oder alte Menschen zu Hause besucht und ihnen hilft. Wie entscheidet man, welche Leistungen man bekommt? In Deutschland gibt es 5 Pflegegrade, die den Grad der Pflegebedürftigkeit festlegen. Was bedeuten diese Pflegegrade genau? Pflegegrad 1 bedeutet geringe Beeinträchtigung und Pflegegrad 5 bedeutet schwerste Beeinträchtigung. Wer entscheidet, welchen Pflegegrad man bekommt? Ein Gutachter vom medizinischen Dienst besucht die Person zu Hause und bewertet ihren Zustand. Wie viel Geld bekommt man bei den verschiedenen Pflegegraden? Bei Pflegegrad 2 bekommt man zum Beispiel bis zu 316 Euro pro Monat als Pflegegeld. Was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? In diesem Fall kann man zusätzliche Leistungen beantragen oder privat zuzahlen. Kann ich auch Pflege zu Hause bekommen, ohne in ein Pflegeheim zu gehen? Ja, die Pflegeversicherung unterstützt sowohl häusliche Pflege als auch stationäre Pflege im Pflegeheim. Was passiert, wenn ein Familienmitglied die Pflege übernimmt? Die Pflegeversicherung zahlt dann ein Pflegegeld direkt an die pflegende Person. Kann ich die Pflegeversicherung kündigen, wenn ich Deutschland verlasse? Nein, solange Sie in Deutschland arbeiten, sind Sie automatisch pflegeversichert. Was passiert mit meinen Beiträgen, wenn ich Deutschland verlasse? Leider werden die eingezahlten Beiträge nicht zurückerstattet, wenn Sie das Land verlassen. Gibt es eine Möglichkeit, zusätzlich privat vorzusorgen? Ja, viele Menschen schließen zusätzlich eine private Pflegezusatzversicherung ab, um besser abgesichert zu sein. Das klingt sinnvoll. Wie finde ich die richtige private Zusatzversicherung? Am besten vergleichen Sie verschiedene Angebote online oder lassen sich von einem unabhängigen Berater helfen. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich meinen Gehaltsabzug viel besser. Gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie jederzeit wieder vorbei. Guten Tag, ich habe gerade meine erste Gehaltsabrechnung erhalten und bin ein bisschen verwirrt. Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? Ich sehe hier einen großen Abzug für die Rentenversicherung, aber ich bin erst 30 Jahre alt. Das ist völlig normal. Die Rentenversicherung ist für alle Arbeitnehmer in Deutschland verpflichtend. Warum muss ich schon jetzt für die Rente zahlen? Das deutsche Rentensystem funktioniert nach dem Prinzip, dass die arbeitende Generation die Renten der älteren Generation finanziert. Wie viel Prozent meines Gehalts wird abgezogen? Der aktuelle Beitragssatz beträgt 18,6% Ihres Bruttogehalts. Muss ich das alles selbst bezahlen? Nein, Ihr Arbeitgeber übernimmt die Hälfte des Beitrags, Sie zahlen nur 9,3%. Ab welchem Alter kann ich in Deutschland in Rente gehen? Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 67 Jahren. Wie wird meine spätere Rente berechnet? Die Rentenhöhe hängt davon ab, wie viele Jahre Sie gearbeitet haben und wie viel Sie verdient haben. Was passiert, wenn ich nur ein paar Jahre in Deutschland arbeite und dann in mein Heimatland zurückgehe? In vielen Fällen können Sie Ihre Rentenansprüche in Ihr Heimatland übertragen. Das hängt von den jeweiligen Abkommen ab. Kann ich meine eingezahlten Beiträge zurückbekommen, wenn ich Deutschland verlasse? Unter bestimmten Bedingungen können Sie die Beiträge zurückfordern, aber erst nach einer Wartezeit von 2 Jahren. Was passiert, wenn ich vor dem Rentenalter krank werde und nicht mehr arbeiten kann? In diesem Fall können Sie eine Erwerbsminderungsrente beantragen, wenn Sie mindestens 5 Jahre eingezahlt haben. Reicht die staatliche Rente in Deutschland zum Leben? Die staatliche Rente allein reicht oft nicht aus. Deshalb empfehlen wir zusätzliche private Vorsorge. Welche Möglichkeiten gibt es für private Altersvorsorge? Sie können zum Beispiel eine Riester-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge abschließen. Was ist eine Riester-Rente? Das ist ein staatlich geförderter Rentenplan,
bei dem der Staat jährlich Zulagen zu Ihren Beiträgen hinzufügt. Lohnt sich die Riester-Rente für mich als Ausländerin? Das hängt von Ihrer persönlichen Situation ab, aber grundsätzlich ist sie für alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer zugänglich. Kann ich online überprüfen, wie viele Rentenpunkte ich bereits gesammelt habe? Ja, die Deutsche Rentenversicherung schickt Ihnen jedes Jahr eine Renteninformation per Post. Kann ich diese Information auch online abrufen? Ja, Sie können sich auf der Website der Deutschen Rentenversicherung ein Konto erstellen und Ihre Daten einsehen. Was ist, wenn ich als Selbstständiger arbeite? Selbstständige sind in Deutschland nicht automatisch rentenversichert und müssen selbst vorsorgen. Gibt es eine Mindestanzahl von Jahren, die ich einzahlen muss, um überhaupt eine Rente zu bekommen? Ja, Sie müssen mindestens 5 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, das nennt man die Wartezeit. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Sehr gerne. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Guten Tag, ich habe gerade meinen ersten Arbeitsvertrag in Deutschland unterschrieben. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Stelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Freund hat mir gesagt, dass ich nach der Probezeit meinen Job verlieren könnte. Was passiert dann finanziell? Für genau diesen Fall gibt es die Arbeitslosenversicherung, die automatisch von Ihrem Gehalt abgezogen wird. Ich habe den Abzug auf meiner Gehaltsabrechnung gesehen. Wie viel Prozent ist das genau? Der Beitrag beträgt 2,6% Ihres Bruttogehalts. Davon zahlen Sie und Ihr Arbeitgeber je die Hälfte. Wie lange muss ich arbeiten, bevor ich diese Leistung in Anspruch nehmen kann? Sie müssen mindestens 12 Monate innerhalb der letzten 2 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. Was mache ich als erstes, wenn ich meinen Job verliere? Sie müssen sich sofort, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, bei der Agentur für Arbeit melden. Was passiert, wenn ich mich zu spät melde? Wenn Sie sich zu spät melden, kann es zu einer Sperrzeit kommen, in der Sie kein Arbeitslosengeld erhalten. Wie viel Geld bekomme ich monatlich, wenn ich arbeitslos bin? Sie erhalten 60% Ihres letzten Nettogehalts als Arbeitslosengeld. Gibt es eine Ausnahme für höhere Zahlungen? Ja, wenn Sie Kinder haben, erhalten Sie 67% Ihres letzten Nettogehalts. Wie lange bekomme ich dieses Geld? Das hängt davon ab, wie lange Sie gearbeitet haben, in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Was passiert, wenn ich nach 12 Monaten noch keine Arbeit gefunden habe? Dann können Sie Bürgergeld beantragen. Das ist eine staatliche Grundsicherung für Arbeitslose. Was ist der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und Bürgergeld? Das Arbeitslosengeld basiert auf Ihrem früheren Gehalt. Das Bürgergeld ist ein fester Grundbetrag für alle. Muss ich aktiv nach Arbeit suchen, um das Geld zu bekommen? Ja, Sie müssen der Agentur für Arbeit nachweisen, dass Sie aktiv nach Arbeit suchen. Was gilt als Nachweis für die Jobsuche? Sie müssen zum Beispiel Bewerbungen einreichen und regelmäßige Termine bei der Agentur für Arbeit wahrnehmen. Was passiert, wenn ich einen Jobangebot ablehne? Wenn Sie ein zumutbares Jobangebot ohne guten Grund ablehnen, kann Ihr Arbeitslosengeld gekürzt werden. Gibt es zusätzliche Unterstützung außer dem monatlichen Geld? Ja, die Agentur für Arbeit bietet auch Weiterbildungen, Sprachkurse und Bewerbungstraining an. Kann ich auch Unterstützung bekommen, wenn ich selbst kündige? Wenn Sie selbst kündigen, gibt es meistens eine Sperrzeit von 3 Monaten, bevor Sie Geld erhalten. Was soll ich tun, wenn ich weiß, dass ich bald meinen Job verlieren werde? Sie sollten sich so früh wie möglich bei der Agentur für Arbeit melden, idealerweise 3 Monate vorher. Das klingt nach einem sehr wichtigen System. Ich bin froh, dass es das gibt. Ja, die Arbeitslosenversicherung gibt vielen Menschen in schwierigen Zeiten finanzielle Sicherheit. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer neuen Arbeit. Guten Tag. Ich hatte letzte Woche einen kleinen Unfall und habe den Laptop meines Kollegen beschädigt. Guten Tag, das tut mir leid zu hören. Wie kann ich Ihnen helfen?
Mein Kollege möchte, dass ich den Schaden bezahle, aber ich habe nicht so viel Geld. Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Nein, ich habe noch keine. Ich wusste nicht, dass ich eine brauche. Die Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen in Deutschland, auch wenn sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt alle Schäden ab, die Sie versehentlich anderen Personen oder deren Eigentum zufügen. Würde diese Versicherung den Laptop meines Kollegen abdecken? Ja, genau solche Situationen sind der klassische Fall für eine Haftpflichtversicherung. Was wäre passiert, wenn ich diese Versicherung schon gehabt hätte? Sie hätten den Schaden einfach bei Ihrer Versicherung gemeldet und die Versicherung hätte den Laptop bezahlt. Wie viel kostet eine Haftpflichtversicherung pro Monat? Eine gute Haftpflichtversicherung kostet oft weniger als 5 € pro Monat. Das ist wirklich günstig. Was ist die maximale Summe, die die Versicherung zahlt? Die meisten Policen decken Schäden bis zu mehreren Millionen Euro ab. Gibt es auch Dinge, die nicht abgedeckt sind? Ja, absichtlich verursachte Schäden und Schäden an ihrem eigenen Eigentum sind nicht abgedeckt. Was ist, wenn ich jemandem versehentlich körperlich schade? Auch Personenschäden sind durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt, zum Beispiel wenn jemand durch ihr Verschulden verletzt wird. Gilt die Versicherung auch außerhalb Deutschlands? Ja, die meisten deutschen Haftpflichtversicherungen gelten auch im Ausland, meistens in ganz Europa. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Einzelperson und einer Familie? Ja, es gibt Einzeltarife und Familientarife. Der Familientarif deckt alle Familienmitglieder im gleichen Haushalt ab. Wie melde ich einen Schaden bei der Versicherung? Sie rufen Ihre Versicherung an oder melden den Schaden online und ein Mitarbeiter führt Sie durch den Prozess. Was brauche ich, wenn ich einen Schaden melde? Sie brauchen eine Beschreibung des Vorfalls, den Namen der geschädigten Person und möglichst Fotos des Schadens. Wie lange dauert es, bis die Versicherung den Schaden bezahlt? Bei einfachen Fällen wird der Schaden oft innerhalb weniger Wochen reguliert. Kann ich noch heute eine Haftpflichtversicherung abschließen? Ja, viele Versicherungen können Sie sofort online abschließen und der Schutz beginnt oft noch am selben Tag. Was empfehlen Sie mir für den aktuellen Schaden mit dem Laptop? Für den aktuellen Schaden sollten Sie mit Ihrem Kollegen sprechen und eine Ratenzahlung vereinbaren, da Sie noch keine Versicherung hatten. Das ist ein guter Rat. Ich schließe heute noch eine Haftpflichtversicherung ab. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Sie werden in Zukunft viel ruhiger schlafen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und die ausführlichen Informationen. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und alles Gute. Guten Tag, ich bin gerade in eine möblierte Wohnung eingezogen und mein Vermieter hat mir etwas Wichtiges gesagt. Guten Tag. Was hat Ihr Vermieter Ihnen gesagt? Er hat gesagt, dass die Möbel in meiner Wohnung nicht durch seine Versicherung abgedeckt sind. Das stimmt. Die Gebäudeversicherung des Vermieters deckt nur das Gebäude selbst ab, nicht den Inhalt der Wohnung. Was passiert dann, wenn etwas in meiner Wohnung gestohlen oder beschädigt wird? Genau dafür gibt es die Hausratversicherung. Sie schützt alles, was sich in Ihrer Wohnung befindet. Was genau ist mit allem gemeint? Das bedeutet Ihre Möbel, Ihre Elektronik, Ihre Kleidung, Ihre Haushaltsgeräte und alle anderen persönlichen Gegenstände. Sind auch die Möbel des Vermieters in meiner Wohnung abgedeckt? Nein, die Möbel des Vermieters sind nicht durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt. Dafür brauchen Sie eine separate Vereinbarung. Gegen welche Risiken schützt die Hausratversicherung genau? Sie schützt gegen Einbruchdiebstahl, Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm und Vandalismus. Was ist ein Leitungswasserschaden? Das ist ein Schaden, der entsteht, wenn ein Rohr platzt und Wasser Ihre Wohnung und Ihre Gegenstände beschädigt. Wie viel kostet eine Hausratversicherung pro Monat? Der Preis hängt von der Größe Ihrer Wohnung ab, aber für eine kleine Wohnung zahlen Sie oft nur 3 bis 5 Euro pro Monat. Wie berechne ich, wie viel Versicherungssumme ich brauche? Als Faustregel gilt, dass Sie pro Quadratmeter Wohnfläche etwa 600 bis 800 Euro Versicherungssumme ansetzen sollten. Was passiert, wenn meine Versicherungssumme zu niedrig ist? Wenn die Versicherungssumme zu niedrig ist,
Bekommen Sie im Schadensfall nicht den vollen Wert ersetzt, das nennt man Unterversicherung. Muss ich teure Gegenstände wie Schmuck oder Kameras separat angeben? Ja, besonders wertvolle Gegenstände müssen oft separat in der Police angegeben werden, um vollständig abgedeckt zu sein. Was mache ich, wenn bei mir eingebrochen wird? Sie rufen sofort die Polizei, erstatten Anzeige und melden den Schaden danach Ihrer Versicherung. Was brauche ich, wenn ich den Schaden melde? Sie brauchen die Polizeiberichtnummer, eine Liste der gestohlenen Gegenstände und wenn möglich Kaufbelege. Wie schnell bekomme ich das Geld nach einem Einbruch? Nach der Prüfung aller Dokumente erhalten Sie die Entschädigung meist innerhalb weniger Wochen. Gilt die Versicherung auch, wenn ich im Urlaub bin und eingebrochen wird? Ja, die Hausratversicherung gilt auch, wenn Sie nicht zu Hause sind. Was ist, wenn mein Fahrrad vor der Wohnung gestohlen wird? Das Fahrrad ist durch die Hausratversicherung nur dann abgedeckt, wenn es in einem abgeschlossenen Raum gestohlen wurde. Kann ich die Hausratversicherung online abschließen? Ja, die meisten Versicherungsgesellschaften bieten einen einfachen Online-Abschluss an. Wie lange läuft ein typischer Hausratversicherungsvertrag? Die meisten Verträge laufen ein Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht kündigen. Wie lange vor Ablauf muss ich kündigen, wenn ich die Versicherung wechseln möchte? In der Regel müssen Sie 3 Monate vor Vertragsende kündigen, um zu einer anderen Versicherung wechseln zu können. Das ist alles sehr klar erklärt. Ich möchte gerne heute noch eine Hausratversicherung abschließen. Das freut mich. Ich helfe Ihnen gerne dabei, den richtigen Tarif für Ihre Wohnung zu finden. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und willkommen in Ihrer neuen Wohnung. Guten Tag, ich habe endlich eine schöne Wohnung in Deutschland gefunden. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Vermieter verlangt 3 Monatsmieten als Kaution, aber ich habe dieses Geld gerade nicht. Das ist ein häufiges Problem für viele Menschen und genau dafür gibt es die Mietkautionversicherung. Was ist eine Mietkautionversicherung genau? Anstatt die Kaution selbst zu zahlen, übernimmt eine Versicherungsgesellschaft die Garantie gegenüber ihrem Vermieter. Das bedeutet, ich muss gar keine Kaution mehr zahlen? Genau, sie zahlen stattdessen einen kleinen monatlichen Beitrag an die Versicherungsgesellschaft. Wie viel kostet dieser monatliche Beitrag ungefähr? Der monatliche Beitrag beträgt meistens zwischen 3 und 5% der gesamten Kautionssumme pro Jahr. Können Sie mir ein Beispiel rechnen? Wenn Ihre Kaution zum Beispiel 900 Euro beträgt, zahlen Sie etwa 3 bis 4 Euro pro Monat. Akzeptieren alle Vermieter diese Art von Versicherung? Leider nicht alle Vermieter akzeptieren eine Mietkautionversicherung. Sie müssen das vorher mit Ihrem Vermieter besprechen. Was soll ich meinem Vermieter erklären, wenn er unsicher ist? Sie können ihm erklären, dass die Versicherungsgesellschaft im Schadensfall die volle Kautionssumme garantiert. Was passiert am Ende des Mietverhältnisses? Wenn Sie ausziehen und keine Schäden vorhanden sind, endet die Versicherung einfach ohne weitere Kosten. Was passiert, wenn es Schäden in der Wohnung gibt? Die Versicherungsgesellschaft zahlt zunächst den Schaden an den Vermieter und fordert das Geld dann von Ihnen zurück. Das bedeutet, ich muss den Schaden trotzdem selbst bezahlen? Ja, die Versicherung zahlt den Schaden vor, aber Sie sind letztendlich für die Kosten verantwortlich. Was ist dann der Vorteil gegenüber einer normalen Kaution? Der größte Vorteil ist, dass Sie Ihr Geld nicht für Monate oder Jahre beim Vermieter blockieren müssen. Kann ich das gesparte Geld in der Zwischenzeit irgendwo anlegen? Ja, viele Menschen legen das gesparte Geld auf ein Sparkonto oder investieren es sinnvoll. Wie lange dauert es, die Versicherung zu beantragen? Der Antrag kann meistens innerhalb weniger Minuten online gestellt werden. Welche Dokumente brauche ich für den Antrag? Sie brauchen Ihren Personalausweis, den Mietvertrag und Ihre Kontonummer für die monatlichen Beiträge. Kann ich die Versicherung kündigen, wenn ich ausziehe? Ja, Sie können die Versicherung kündigen, sobald das Mietverhältnis offiziell beendet ist. Bekomme ich die gezahlten Beiträge zurück, wenn ich kündige? Leider werden die monatlichen Beiträge nicht zurückerstattet,
da sie für den Versicherungsschutz bezahlt wurden. Ist diese Versicherung auch sinnvoll, wenn ich das Geld für die Kaution hätte? Das hängt von ihrer persönlichen finanziellen Situation ab. Manche Menschen bevorzugen es, ihr Geld lieber selbst zu behalten. Das klingt nach einer sehr guten Lösung für meine aktuelle Situation. Ja, für Menschen ohne sofort verfügbares Kapital ist diese Versicherung eine sehr praktische Alternative. Wie kann ich heute noch einen Antrag stellen? Ich kann Ihnen jetzt gleich dabei helfen, den Antrag online auszufüllen und einzureichen. Das wäre wunderbar. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Dann fangen wir am besten sofort damit an. Guten Tag, ich habe heute einen Brief von meinem Vermieter bekommen und bin sehr beunruhigt. Guten Tag. Was stand in dem Brief? Mein Vermieter möchte die Miete um 20% erhöhen und ich weiß nicht, ob das legal ist. Das ist tatsächlich eine Situation, bei der rechtliche Hilfe sehr wichtig sein kann. Ich kann mir aber keinen Anwalt leisten, was soll ich tun? Genau für solche Situationen gibt es die Mietrechtsschutzversicherung. Was ist eine Mietrechtsschutzversicherung? Das ist eine Versicherung, die alle rechtlichen Kosten übernimmt, wenn Sie als Mieter einen Streit mit Ihrem Vermieter haben. Was genau zählt als Streit mit dem Vermieter? Dazu gehören ungerechtfertigte Mieterhöhungen, Streitigkeiten über die Kaution und unrechtmäßige Kündigungen. Würde diese Versicherung meinen aktuellen Fall mit der Mieterhöhung abdecken? Ja, eine ungerechtfertigte Mieterhöhung ist ein klassischer Fall für die Mietrechtsschutzversicherung. Was zahlt die Versicherung genau? Sie übernimmt die Kosten für den Anwalt, die Gerichtskosten und alle anderen rechtlichen Ausgaben. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die meisten Versicherungen haben eine Wartezeit von 3 Monaten nach Vertragsabschluss. Das bedeutet, für meinen aktuellen Fall kann ich sie noch nicht nutzen? Leider nicht für diesen aktuellen Fall, aber sie schützt Sie ab sofort für alle zukünftigen Streitigkeiten. Was kann ich für meinen aktuellen Fall tun? Sie können sich an den Mieterverein wenden, der bietet günstige Rechtsberatung für Mieter an. Was ist der Mieterverein? Das ist eine Organisation, die die Interessen von Mietern vertritt und rechtliche Beratung zu günstigen Preisen anbietet. Wie viel kostet eine Mietrechtsschutzversicherung monatlich? Die Kosten liegen meistens zwischen 5 und 15 Euro pro Monat, je nach Umfang des Schutzes. Gibt es Dinge, die nicht abgedeckt sind? Ja, Streitigkeiten, die vor dem Versicherungsabschluss begonnen haben, sind grundsätzlich nicht abgedeckt. Kann ich die Versicherung auch nutzen, wenn ich mit meinen Nachbarn Probleme habe? Nein, die Mietrechtsschutzversicherung deckt nur Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter ab. Was ist, wenn ich den Rechtsstreit verliere? Die Versicherung zahlt die Kosten auch dann, wenn Sie den Fall verlieren. Wie finde ich einen guten Anwalt über die Versicherung? Die Versicherungsgesellschaft hat meistens eine Liste von empfohlenen Anwälten, die auf Mietrecht spezialisiert sind. Wie lange dauert es normalerweise, einen Mietrechtsstreit zu lösen? Das hängt vom Fall ab. Einfache Streitigkeiten werden oft in wenigen Monaten gelöst, komplizierte können länger dauern. Kann ich die Versicherung auch online abschließen? Ja, die meisten Anbieter ermöglichen einen schnellen und einfachen Online-Abschluss. Wie lange ist der Vertrag in der Regel gültig? Die meisten Verträge laufen 1 Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig kündigen. Ich möchte diese Versicherung abschließen, um in Zukunft besser geschützt zu sein. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ich helfe Ihnen gerne beim Abschluss der Versicherung. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung heute. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und viel Erfolg mit Ihrer aktuellen Situation. Guten Tag. Nach dem letzten Sturm hat meine Wohnung einen Wasserschaden am Dach bekommen. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Sind Sie Mieterin oder Eigentümerin der Wohnung? Ich bin Mieterin und ich weiß nicht, wer für den Schaden verantwortlich ist. Als Mieterin sind Sie in diesem Fall nicht verantwortlich. Das ist Sache Ihres Vermieters. Warum ist das die Sache meines Vermieters?
Weil der Vermieter als Eigentümer des Gebäudes eine Wohngebäudeversicherung haben sollte, die solche Schäden abdeckt. Was ist eine Wohngebäudeversicherung genau? Das ist eine Versicherung, die das gesamte Gebäude gegen Schäden durch Feuer, Sturm, Wasser und andere Risiken absichert. Was soll ich jetzt als erstes tun? Sie sollten den Schaden sofort Ihrem Vermieter melden und alles schriftlich dokumentieren. Wie dokumentiere ich den Schaden am besten? Machen Sie so viele Fotos wie möglich und schreiben Sie das genaue Datum und die Uhrzeit des Schadens auf. Was passiert, wenn mein Vermieter keine Gebäudeversicherung hat? In diesem Fall ist der Vermieter persönlich für die Reparaturkosten verantwortlich, was rechtlich sehr problematisch für ihn ist. Bin ich als Mieterin verpflichtet, den Schaden selbst zu reparieren? Nein, als Mieterin sind Sie nicht verpflichtet, Schäden am Gebäude selbst zu reparieren. Was passiert, wenn meine persönlichen Gegenstände durch den Wasserschaden beschädigt wurden? Für Ihre persönlichen Gegenstände ist Ihre eigene Hausratversicherung zuständig, nicht die Gebäudeversicherung des Vermieters. Wie lange hat der Vermieter Zeit, den Schaden zu reparieren? Der Vermieter muss Schäden in angemessener Zeit reparieren, bei schweren Schäden so schnell wie möglich. Was kann ich tun, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert? Sie können die Miete unter bestimmten Umständen mindern oder rechtliche Schritte einleiten. Darf ich einfach weniger Miete zahlen? Nein, eine Mietminderung muss immer schriftlich angekündigt und rechtlich begründet werden. Was deckt die Wohngebäudeversicherung noch ab außer Sturmschäden? Sie deckt auch Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Leitungswasser, Hagel und Schneedruck ab. Ist Überschwemmung durch starken Regen auch abgedeckt? Überschwemmungsschäden sind oft nicht automatisch enthalten und müssen als zusätzlicher Schutz hinzugefügt werden. Was ist, wenn ein Baum bei einem Sturm auf das Dach fällt? Sturmschäden durch umgestürzte Bäume sind in der Regel durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Kann ich als Mieterin selbst eine Wohngebäudeversicherung abschließen? Nein, die Wohngebäudeversicherung kann nur vom Eigentümer des Gebäudes abgeschlossen werden. Sollte ich meinen Vermieter fragen, ob er eine solche Versicherung hat? Ja, es ist völlig legitim, Ihren Vermieter nach seiner Gebäudeversicherung zu fragen, besonders nach einem Schaden. Was mache ich, wenn mein Vermieter nicht reagiert? In diesem Fall sollten Sie sich an einen Mieterverein oder einen Anwalt für Mietrecht wenden. Ich werde meinen Vermieter heute noch schriftlich kontaktieren und den Schaden melden. Das ist genau richtig. Denken Sie daran, alles schriftlich zu halten und eine Kopie für sich zu behalten. Vielen Dank, das hat mir wirklich sehr geholfen. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Lösung für Ihren Wasserschaden. Guten Tag, ich habe ein ernstes Problem mit meinem Arbeitgeber und brauche dringend Hilfe. Guten Tag, was ist das Problem mit Ihrem Arbeitgeber? Mein Arbeitgeber hat mir mehrere Überstunden nicht bezahlt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist leider ein häufiges Problem. Und genau dafür gibt es die Rechtsschutzversicherung. Was ist eine Rechtsschutzversicherung? Das ist eine Versicherung, die alle Kosten übernimmt, wenn Sie rechtliche Hilfe benötigen. Welche Kosten übernimmt sie genau? Sie übernimmt die Kosten für den Anwalt, die Gerichtskosten und alle anderen rechtlichen Ausgaben. Deckt sie auch Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber ab? Ja, Arbeitsrechtsstreitigkeiten sind einer der häufigsten Anwendungsfälle für die Rechtsschutzversicherung. Gibt es auch andere Situationen, in denen ich sie nutzen kann? Ja, sie deckt auch Streitigkeiten mit Nachbarn, Vertragsstreitigkeiten und Probleme als Verkehrsteilnehmer ab. Was ist mit Familienrechtsstreitigkeiten wie Scheidung? Nein, Familienrecht ist meistens ausgeschlossen und muss separat versichert werden. Wie viel kostet eine Rechtsschutzversicherung monatlich? Je nach Umfang des Schutzes zahlen Sie zwischen 10 und 30 Euro pro Monat. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die meisten Anbieter haben eine Wartezeit von 3 Monaten nach Vertragsabschluss. Was kann ich für meinen aktuellen Fall mit den Überstunden tun? Für Ihren aktuellen Fall sollten Sie zunächst alle Überstunden schriftlich dokumentieren und Ihren Arbeitgeber schriftlich kontaktieren. Wie finde ich einen guten Anwalt, wenn ich die Versicherung abgeschlossen habe?
Die meisten Versicherungsgesellschaften haben eine eigene Anwaltsvermittlung oder empfehlen spezialisierte Anwälte. Was passiert, wenn ich den Rechtsstreit verliere? Die Versicherung zahlt alle Kosten auch dann, wenn Sie den Fall verlieren. Gibt es eine maximale Summe, die die Versicherung zahlt? Ja, die meisten Policen haben ein jährliches Limit, das je nach Tarif zwischen 30.000 und 300.000 Euro liegt. Kann ich die Versicherung für mehrere Fälle gleichzeitig nutzen? Ja, Sie können mehrere Fälle gleichzeitig melden, solange Sie das jährliche Limit nicht überschreiten. Was ist, wenn mein Fall sehr kompliziert ist und viele Jahre dauert? Die Versicherung deckt den Fall so lange ab, bis er abgeschlossen ist, auch wenn er mehrere Jahre dauert. Kann ich die Versicherung auch online abschließen? Ja, die meisten Anbieter bieten einen einfachen Online-Abschluss an, der nur wenige Minuten dauert. Welche Dokumente brauche ich, um einen Fall zu melden? Sie brauchen eine Beschreibung des Problems, relevante Dokumente wie Verträge oder Briefe und Ihre Versicherungsnummer. Das klingt nach einer sehr wichtigen Versicherung für jeden, der in Deutschland lebt. Ja, die Rechtsschutzversicherung gibt Ihnen die Sicherheit, Ihr Recht durchsetzen zu können, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen. Ich möchte diese Versicherung heute noch abschließen. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich helfe Ihnen gerne dabei, den richtigen Tarif zu finden. Vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei Ihrem aktuellen Problem mit dem Arbeitgeber. Guten Tag, mein Handy ist mir gestern auf die Straße gefallen. Guten Tag. Das tut mir leid. Was ist passiert? Der Bildschirm ist komplett zerbrochen. Haben Sie schon einen Kostenvoranschlag für die Reparatur? Ja, die Reparatur kostet 200 Euro. Das ist wirklich viel. Hatten Sie eine Handyversicherung? Nein, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Eine Handyversicherung schützt genau vor solchen Schäden. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Bildschirmschäden, Diebstahl und Wasserschäden ab. Deckt sie auch technische Defekte ab? Ja, auch technische Defekte sind meistens abgedeckt. Was ist nicht abgedeckt? Verlust ohne Diebstahl ist normalerweise nicht abgedeckt. Was bedeutet Verlust ohne Diebstahl? Das bedeutet, wenn Sie Ihr Handy einfach verlegen. Wie viel kostet eine Handyversicherung pro Monat? Das hängt vom Wert Ihres Handys ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für ein Handy im Wert von 800 Euro zahlen Sie etwa 8 Euro im Monat. Kann ich auch ein gebrauchtes Handy versichern? Ja, gebrauchte Handys können ebenfalls versichert werden. Wie melde ich mein Handy bei der Versicherung an? Sie geben einfach das Modell und den Kaufbeleg an. Brauche ich unbedingt den Kaufbeleg? Ja, der Kaufbeleg ist für die Anmeldung wichtig. Was passiert, wenn ich einen Schaden melde? Sie schicken uns Fotos und wir prüfen den Schaden. Wird das Handy repariert oder ersetzt? Das hängt vom Schaden ab. Manchmal reparieren wir, manchmal ersetzen wir. Muss ich selbst etwas dazu bezahlen? Ja, es gibt meistens eine kleine Selbstbeteiligung. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung normalerweise? Sie liegt meistens zwischen 20 und 50 Euro. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die Wartezeit beträgt meistens einen Monat. Kann ich heute noch eine Versicherung für mein neues Handy abschließen? Ja, das ist problemlos möglich. Das wäre sehr gut, ich möchte das gerne machen. Dann zeige ich Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Ich helfe Ihnen sofort weiter. Guten Tag, mein Laptop ist letzte Woche kaputt gegangen. Guten Tag. Das tut mir leid. Was genau ist passiert? Der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Hatten Sie noch Garantie auf den Laptop? Nein, die Garantie ist letzten Monat abgelaufen. Das ist wirklich Pech. Gibt es eine Reparaturoption? Ja, aber die Reparatur kostet 400 Euro. Haben Sie eine Elektronikversicherung?
Nein, ich kenne diese Versicherung nicht. Eine Elektronikversicherung schützt Ihre Geräte nach Ablauf der Garantie. Was genau ist versichert? Laptops, Tablets, Kameras und Spielkonsolen sind versichert. Was ist der Unterschied zur Herstellergarantie? Die Garantie deckt nur Fabrikfehler ab, die Versicherung deckt mehr ab. Was bedeutet das konkret? Sie deckt auch Sturzschäden und Flüssigkeitsschäden ab. Sind auch elektrische Defekte versichert? Ja, elektrische Defekte sind ebenfalls abgedeckt. Was ist ausgeschlossen? Normale Abnutzung und Softwareprobleme sind ausgeschlossen. Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig versichern? Ja, Sie können mehrere Geräte unter einem Vertrag versichern. Wie melde ich ein neues Gerät an? Sie geben einfach das Gerät und den Kaufpreis an. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt vom Gesamtwert Ihrer Geräte ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für Geräte im Wert von 2000 Euro zahlen Sie etwa 15 Euro monatlich. Was passiert, wenn ein Gerät kaputt geht? Sie melden den Schaden online und schicken Fotos. Wird das Gerät repariert oder ersetzt? Das entscheiden wir nach Prüfung des Schadens. Gilt die Versicherung auch im Ausland? Ja, die meisten Geräte sind auch im Ausland versichert. Das klingt sehr praktisch für mich. Ja, viele Kunden sind sehr zufrieden mit diesem Schutz. Ich möchte gerne meinen neuen Laptop versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, meine Waschmaschine ist letzte Woche kaputt gegangen. Guten Tag, das tut mir leid. Wie alt ist die Maschine? Sie ist erst 2 Jahre alt. Was hat der Techniker zu der Reparatur gesagt? Die Reparatur kostet fast so viel wie eine neue Maschine. Das ist wirklich ärgerlich. Hatten Sie eine Geräteversicherung? Nein, ich wusste nicht, dass es diese Versicherung gibt. Eine Haushaltsgeräteversicherung schützt genau in solchen Fällen. Was genau ist versichert? Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und Öfen sind versichert. Was ist der Unterschied zur Herstellergarantie? Die Garantie endet meistens nach 2 Jahren, die Versicherung läuft länger. Was passiert nach einem Schaden? Wir prüfen, ob sich eine Reparatur lohnt oder ein Ersatz besser ist. Gibt es eine Wartezeit vor dem ersten Schadensfall? Ja, die Wartezeit beträgt meistens 1 Monat. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt von der Anzahl Ihrer Geräte ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für 3 Geräte zahlen Sie meistens etwa 10 Euro im Monat. Was ist nicht versichert? Schäden durch falsche Benutzung sind nicht versichert. Was bedeutet falsche Benutzung? Zum Beispiel, wenn man die Maschine überlädt. Kann ich auch ältere Geräte versichern? Ja, ältere Geräte können ebenfalls versichert werden. Wie melde ich einen Schaden? Sie rufen uns an oder melden den Schaden online. Was brauche ich für die Meldung? Sie brauchen den Kaufbeleg und eine kurze Beschreibung. Wie schnell kommt jemand zur Reparatur? Meistens innerhalb von 3 bis 5 Werktagen. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Versicherung. Ja, besonders bei teuren Geräten lohnt sich das. Ich möchte meine Geräte gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Lassen Sie uns das gleich machen. Guten Tag, ich war heute beim Zahnarzt. Guten Tag. Was hat der Zahnarzt gesagt? Ich brauche eine Krone für meinen Zahn. Wie viel kostet die Krone ungefähr? Insgesamt kostet sie 800 Euro. Was zahlt Ihre gesetzliche Krankenversicherung dazu? Sie zahlt nur 200 Euro. Das ist tatsächlich eine große Lücke. Genau, deshalb bin ich heute hier. Eine Zahnzusatzversicherung schließt genau diese Lücke. Was genau übernimmt diese Versicherung? Sie übernimmt Kronen, Implantate und Zahnspangen. Übernimmt sie auch professionelle Zahnreinigung? Ja,
viele Tarife übernehmen auch die Zahnreinigung. Gibt es eine Wartezeit vor größeren Behandlungen? Ja, die Wartezeit beträgt meistens 8 Monate. Das bedeutet, meine aktuelle Krone wird nicht übernommen? Leider nicht, da die Behandlung schon begonnen hat. Wie viel kostet eine Zahnzusatzversicherung im Monat? Das hängt vom gewählten Schutzumfang ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Ein guter Tarif kostet meistens zwischen 20 und 30 Euro. Wie funktioniert die Erstattung? Sie bezahlen zuerst und reichen dann die Rechnung ein. Wie lange dauert die Erstattung? Meistens dauert es nur wenige Tage. Sind Kieferorthopädie für Kinder auch versichert? Ja, viele Familientarife schließen das mit ein. Das klingt nach einer wichtigen Versicherung für die Zukunft. Ja, viele Menschen schließen sie früh ab. Ich möchte gerne eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Optionen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, ich brauche eine neue Brille. Guten Tag. Was hat der Optiker gesagt? Meine Sehstärke hat sich stark verändert. Wie viel kostet die neue Brille? Die Brille kostet insgesamt 400 Euro. Was übernimmt Ihre Krankenversicherung davon? Leider übernimmt sie fast gar nichts. Das überrascht viele Menschen. Ja, ich war wirklich schockiert. Eine Brillenversicherung kann hier helfen. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Brillengläser, Fassungen und Kontaktlinsen ab. Wie oft kann ich eine neue Brille beantragen? Meistens einmal alle 2 Jahre. Sind teure Designerfassungen auch abgedeckt? Ja, bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Wie hoch ist dieser Höchstbetrag normalerweise? Er liegt meistens bei 300 Euro pro Brille. Sind Kontaktlinsen separat versichert? Nein, sie sind meistens in der gleichen Police enthalten. Wie viel kostet die Versicherung im Monat? Sie kostet meistens zwischen 8 und 15 Euro. Wie funktioniert die Erstattung? Sie reichen die Rechnung vom Optiker ein. Wie lange dauert die Erstattung? Meistens nur wenige Werktage. Sind auch Augenuntersuchungen versichert? Ja, viele Tarife schließen das mit ein. Das klingt nach einer sehr nützlichen Versicherung. Ja, besonders für Menschen mit schwachen Augen. Ich möchte diese Versicherung gerne abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Lassen Sie uns das gleich machen. Guten Tag, ich brauche bald eine kleine Operation. Guten Tag. Wie lange müssen Sie im Krankenhaus bleiben? Der Arzt sagt, etwa 4 Tage. Machen Sie sich Sorgen um die Kosten? Ja, meine Versicherung zahlt nicht alles. Was genau zahlt Ihre Versicherung nicht? Zum Beispiel ein Einzelzimmer oder zusätzliche Wünsche. Genau dafür gibt es das Krankenhaustagegeld. Was ist Krankenhaustagegeld genau? Es ist eine feste Geldsumme für jeden Tag im Krankenhaus. Wie viel Geld bekomme ich pro Tag? Das hängt von Ihrem gewählten Tarif ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Viele Tarife zahlen zwischen 20 und 50 Euro pro Tag. Wofür kann ich dieses Geld benutzen? Sie können es völlig frei verwenden. Bedeutet das, ich kann es auch privat nutzen? Ja, es ist nicht an bestimmte Kosten gebunden. Wann beginnt die Zahlung? Die Zahlung beginnt ab dem ersten Tag im Krankenhaus. Wie lange wird das Geld gezahlt? Es wird für die gesamte Dauer des Aufenthalts gezahlt. Gibt es eine Wartezeit vor der ersten Nutzung? Ja, meistens beträgt sie 3 Monate. Das bedeutet, für meine baldige Operation ist es zu spät? Das hängt vom genauen Datum der Operation ab. Wie viel kostet diese Versicherung im Monat? Sie kostet meistens zwischen 5 und 10 Euro. Beeinflussen Vorerkrankungen den Versicherungsschutz? Ja, manche Vorerkrankungen müssen vorher angegeben werden. Das ist gut zu wissen. Ja, deshalb ist Ehrlichkeit beim Antrag wichtig.
Ich möchte mich trotzdem informieren für die Zukunft. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Guten Tag, ich plane meine erste Reise außerhalb Europas. Guten Tag. Wohin möchten Sie reisen? Ich fliege nach Thailand. Haben Sie schon eine Reisekrankenversicherung? Nein, ich dachte, meine deutsche Versicherung reicht aus. Leider gilt Ihre Versicherung dort nicht. Das wusste ich nicht. Ihre Karte funktioniert nur innerhalb Europas. Was passiert, wenn ich dort krank werde? Ohne Versicherung müssen Sie alles selbst bezahlen. Das kann sehr teuer werden. Ja, Behandlungen im Ausland sind oft sehr kostspielig. Was deckt eine Auslandskrankenversicherung ab? Sie deckt Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Notfälle ab. Deckt sie auch einen Rücktransport nach Deutschland? Ja, ein medizinischer Rücktransport ist enthalten. Was ist mit Zahnschmerzen während der Reise? Notfallbehandlungen beim Zahnarzt sind ebenfalls versichert. Wie viel kostet diese Versicherung? Für eine einzelne Reise zahlen Sie meistens wenige Euro. Gibt es auch Jahrespolicen? Ja, für Vielreisende gibt es günstige Jahrestarife. Was ist bei der Jahrespolice anders? Sie gilt für alle Reisen im ganzen Jahr. Was ist nicht versichert? Vorerkrankungen und riskante Aktivitäten sind oft ausgeschlossen. Was zählt als riskante Aktivität? Zum Beispiel Tauchen oder Bergsteigen ohne Zusatzschutz. Wie melde ich einen Notfall im Ausland? Sie rufen die Notfallnummer auf Ihrer Versicherungskarte an. Deckt die Versicherung auch meine Familie ab? Ja, Familienmitglieder können mitversichert werden. Das beruhigt mich wirklich sehr. Das freut mich zu hören. Ich möchte diese Versicherung vor meiner Reise abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Guten Tag, ich habe vor Monaten eine teure Reise gebucht. Guten Tag. Was ist das Problem? Meine Mutter ist plötzlich krank geworden. Das tut mir sehr leid zu hören. Ich kann jetzt vielleicht nicht mehr reisen. Haben Sie eine Reiserücktrittsversicherung? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Diese Versicherung schützt genau in solchen Situationen. Was genau deckt sie ab? Sie deckt Stornierungen wegen Krankheit oder Unfall ab. Deckt sie auch einen Todesfall in der Familie? Ja, auch ein Todesfall zählt als gültiger Grund. Was zählt nicht als gültiger Grund? Einfach die Meinung zu ändern, zählt nicht. Wie viel Geld bekomme ich zurück? Sie bekommen meistens die vollen Reisekosten zurück. Was passiert, wenn ich die Reise abbrechen muss? Auch ein vorzeitiger Abbruch ist oft versichert. Wie viel kostet diese Versicherung? Die Kosten hängen vom Reisepreis ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für eine Reise von 1000 Euro zahlen Sie etwa 30 Euro. Gibt es auch Jahrespolicen für mehrere Reisen? Ja, Vielreisende können eine Jahrespolice abschließen. Was brauche ich für eine Schadensmeldung? Sie brauchen ein ärztliches Attest und die Buchungsbestätigung. Wie lange dauert die Bearbeitung? Meistens dauert es nur wenige Wochen. Beeinflussen Vorerkrankungen den Schutz? Ja, manche Vorerkrankungen müssen angegeben werden. Das ist gut zu wissen. Ehrlichkeit beim Antrag ist sehr wichtig. Ich möchte diese Versicherung für zukünftige Reisen abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Optionen. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich hoffe, es geht Ihrer Mutter bald besser. Guten Tag. Ich arbeite als Freiberuflerin in Deutschland und mache mir Sorgen um meine Absicherung. Guten Tag, was genau bereitet Ihnen Sorgen? Ich habe gehört, dass Arbeitnehmer automatisch durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert sind, aber ich nicht. Das stimmt, als Freiberuflerin haben Sie keinen automatischen Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Was passiert, wenn ich zu Hause einen schweren Unfall habe?
Ohne private Unfallversicherung müssen Sie alle Kosten und Einkommensverluste selbst tragen. Was deckt eine private Unfallversicherung genau ab? Sie zahlt eine Entschädigung, wenn Sie durch einen Unfall dauerhaft körperlich beeinträchtigt werden. Was bedeutet dauerhaft körperlich beeinträchtigt? Das bedeutet, dass Sie nach einem Unfall eine bleibende körperliche Einschränkung haben, zum Beispiel den Verlust eines Fingers oder einer eingeschränkten Beweglichkeit. Wie berechnet die Versicherung, wie viel sie zahlt? Die Auszahlung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab, der in Prozent gemessen wird. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie zum Beispiel einen Arm verlieren, entspricht das einem Invaliditätsgrad von 70% der vereinbarten Versicherungssumme. Was ist eine typische Versicherungssumme? Die meisten Menschen wählen eine Grundsumme zwischen 100.000 und 300.000 Euro. Gibt es auch eine monatliche Zahlung, wenn ich nach einem Unfall nicht arbeiten kann? Ja, viele Policen bieten auch ein Tagegeld an, das sie für jeden Tag zahlt, an dem sie nach einem Unfall arbeitsunfähig sind. Was ist der Unterschied zwischen der Unfallversicherung und der Krankenversicherung? Die Krankenversicherung zahlt die medizinischen Behandlungskosten, die Unfallversicherung zahlt eine Entschädigung für den bleibenden Schaden. Ist Sport auch abgedeckt, wenn ich beim Training einen Unfall habe? Ja, die meisten Unfallversicherungen decken auch Sportunfälle ab, bei manchen Extremsportarten gibt es aber Ausnahmen. Was zählt als Extremsport? Dazu gehören zum Beispiel Fallschirmspringen, Motorradrennen und Klettern ohne Sicherung. Gilt die Versicherung auch, wenn ich im Ausland einen Unfall habe? Ja, die meisten deutschen Unfallversicherungen bieten weltweiten Schutz rund um die Uhr. Wie viel kostet eine private Unfallversicherung monatlich? Der Preis hängt von Ihrem Beruf und der gewählten Versicherungssumme ab, beginnt aber oft bei etwa 5 Euro pro Monat. Warum spielt der Beruf eine Rolle beim Preis? Weil manche Berufe ein höheres Unfallrisiko haben als andere, zum Beispiel ein Dachdecker im Vergleich zu einer Büroangestellten. Was muss ich tun, wenn ich einen Unfall hatte? Sie müssen den Unfall so schnell wie möglich Ihrer Versicherung melden und einen Arzt aufsuchen. Wie lange nach dem Unfall muss ich die Beeinträchtigung melden? Die meisten Versicherungen verlangen, dass die dauerhafte Beeinträchtigung innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall festgestellt wird. Kann ich die Versicherungssumme später erhöhen, wenn sich meine Situation ändert? Ja, bei den meisten Anbietern können Sie die Versicherungssumme anpassen, wenn sich Ihre persönliche Situation ändert. Als Freiberuflerin ist diese Versicherung für mich wirklich sehr wichtig. Ja, für Selbstständige und Freiberufler ist die private Unfallversicherung eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt. Ich möchte heute noch eine Police abschließen. Wie gehe ich vor? Ich erkläre Ihnen jetzt die verschiedenen Tarife und helfe Ihnen, den besten für Ihre Situation auszuwählen. Das ist sehr nett. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung. Sehr gerne, es ist mir wichtig, dass Sie als Freiberuflerin optimal abgesichert sind. Guten Tag. Ich bin gerade in eine neue Wohnung mit sehr großen Fensterfronten eingezogen. Guten Tag, das klingt nach einer schönen Wohnung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich mache mir Sorgen, was passiert, wenn eines dieser großen Fenster bricht. Das ist eine sehr berechtigte Sorge, und genau dafür gibt es die Glasversicherung. Was deckt die Glasversicherung genau ab? Sie deckt alle Kosten ab, die entstehen, wenn Glas in Ihrer Wohnung bricht oder beschädigt wird. Welche Art von Glas ist abgedeckt? Abgedeckt sind Fensterscheiben, Glastüren, Spiegel, Glastische und auch Glaskeramik-Kochfelder. Was ist ein Glaskeramik-Kochfeld? Das ist ein moderner Herd mit einer glatten Glasoberfläche, die sehr teuer zu ersetzen ist, wenn sie bricht. Was ist nicht abgedeckt? Kleine Kratzer, absichtliche Beschädigungen und normaler Verschleiß sind nicht abgedeckt. Was ist normaler Verschleiß beim Glas? Das bedeutet zum Beispiel, wenn das Glas durch jahrelangen Gebrauch matt oder trüb wird. Wer ist verantwortlich für die Fenster, der Vermieter oder ich als Mieter? Das hängt von Ihrem Mietvertrag ab. In vielen Fällen ist der Mieter für Schäden an den Fensterscheiben verantwortlich.
Was kostet es, eine große Fensterfront ersetzen zu lassen? Je nach Größe und Glastyp kann das mehrere tausend Euro kosten. Deshalb ist die Glasversicherung sehr sinnvoll. Wie viel kostet die Glasversicherung pro Monat? Die Glasversicherung ist sehr günstig und kostet oft nur 2 bis 4 Euro pro Monat. Kann ich die Glasversicherung zu meiner bestehenden Hausratversicherung hinzufügen? Ja, viele Versicherungsgesellschaften bieten die Glasversicherung als Zusatzbaustein zur Hausratversicherung an. Was mache ich, wenn eine Scheibe bricht? Sie melden den Schaden sofort Ihrer Versicherung und sichern die Bruchstelle, damit niemand verletzt wird. Kommt dann jemand, um die Scheibe zu reparieren? Ja, die Versicherung schickt meistens direkt einen Glaserservice, der die Scheibe so schnell wie möglich ersetzt. Wie schnell kommt der Glaserservice nach einem Schaden? Bei dringenden Fällen, zum Beispiel wenn ein Fenster komplett offen ist, kommt der Service oft noch am gleichen Tag. Was mache ich in der Zwischenzeit, wenn das Fenster offen ist? Sie können die Öffnung provisorisch mit einer Folie oder einem Karton abdecken, bis der Glaser kommt. Gilt die Versicherung auch für Glastüren im Badezimmer? Ja, Glasduschwände und Glastüren im Badezimmer sind ebenfalls abgedeckt. Was ist, wenn mein Kind versehentlich eine Scheibe bricht? Ja, versehentliche Schäden durch Familienmitglieder sind durch die Glasversicherung abgedeckt. Ist auch das Glas in gemeinschaftlichen Bereichen wie dem Treppenhaus abgedeckt? Nein, die Glasversicherung deckt nur das Glas innerhalb ihrer eigenen Wohnung ab. Kann ich die Versicherung auch abschließen, wenn ich zur Miete wohne? Ja, auch Mieter können eine Glasversicherung abschließen, um sich vor unerwarteten Glasschäden zu schützen. Wie lange läuft ein typischer Glasversicherungsvertrag? Die meisten Verträge laufen ein Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig kündigen. Ich bin jetzt überzeugt, dass ich diese Versicherung brauche. Das freut mich. Für Ihre Wohnung mit den großen Fensterfronten ist die Glasversicherung wirklich sehr empfehlenswert. Können Sie mir helfen, die Versicherung heute noch abzuschließen? Natürlich, ich erkläre Ihnen jetzt die verschiedenen Optionen und wir schließen den Vertrag gemeinsam ab. Vielen Dank für Ihre geduldige und ausführliche Beratung heute. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und viel Freude in Ihrer neuen Wohnung. Guten Tag, ich habe mir ein neues E-Bike gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich helfen? Ich habe Angst, dass es gestohlen wird. Fahrraddiebstahl ist tatsächlich sehr häufig in Deutschland. Was kann ich dagegen tun? Eine Fahrradversicherung schützt Sie finanziell davor. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Diebstahl, Vandalismus und Unfallschäden ab. Ist auch der Akku meines E-Bikes versichert? Ja, der Akku ist normalerweise mitversichert. Brauche ich ein bestimmtes Schloss für den Diebstahlschutz? Ja, ein zertifiziertes Schloss ist meistens Voraussetzung. Was passiert, wenn das Fahrrad aus der Garage gestohlen wird? Das ist genauso versichert wie ein Diebstahl von der Straße. Deckt meine Hausratversicherung nicht schon etwas ab? Sie deckt oft nur einen Diebstahl aus der Wohnung ab. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt vom Wert Ihres Fahrrads ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für ein Fahrrad im Wert von 2000 Euro zahlen Sie etwa 12 Euro. Wie melde ich das Fahrrad an? Sie geben den Kaufbeleg und die Rahmennummer an. Was brauche ich nach einem Diebstahl? Sie brauchen eine Anzeige bei der Polizei. Wie schnell bekomme ich eine Entschädigung? Meistens innerhalb von wenigen Wochen. Das klingt nach einem sehr sinnvollen Schutz. Ja, besonders bei teuren E-Bikes lohnt sich das. Ich möchte mein E-Bike gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, ich habe letzte Woche einen Hund adoptiert. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hund. Eine Freundin hat mir von einer Pflichtversicherung erzählt. Ja, in manchen Bundesländern ist sie gesetzlich vorgeschrieben. Gilt das auch in meinem Bundesland?
Das hängt davon ab, wo genau Sie wohnen. Was passiert, wenn mein Hund jemanden verletzt? Genau dafür gibt es die Tierhalterhaftpflicht. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Schäden ab, die Ihr Hund anderen zufügt. Was ist, wenn mein Hund etwas beschädigt? Auch Sachschäden sind durch die Versicherung abgedeckt. Spielt die Hunderasse eine Rolle beim Preis? Ja, manche Rassen gelten als risikoreicher. Was bedeutet risikoreicher in diesem Fall? Größere oder kräftigere Hunde kosten oft mehr. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Meistens zwischen 5 und 15 Euro. Was ist nicht versichert? Absichtlich verursachte Schäden sind nicht versichert. Wie melde ich meinen Hund an? Sie geben Rasse, Alter und Wohnort an. Was passiert nach einem Vorfall? Sie melden den Vorfall sofort der Versicherung. Wie schnell reagiert die Versicherung? Meistens innerhalb weniger Werktage. Das beruhigt mich wirklich. Das freut mich zu hören. Ich möchte diese Versicherung für meinen Hund abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Viel Freude mit Ihrem neuen Hund. Guten Tag, meine Katze war letzte Woche plötzlich krank. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Die Tierarztrechnung war sehr hoch. Wie viel hat die Behandlung gekostet? Insgesamt 500 Euro. Das ist tatsächlich sehr viel Geld. Ja, ich war total überrascht. Eine Tierkrankenversicherung kann solche Kosten abdecken. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Tierarztbesuche, Operationen und Medikamente ab. Sind auch Notfallbehandlungen versichert? Ja, Notfälle sind ebenfalls abgedeckt. Gibt es eine Wartezeit vor der ersten Nutzung? Ja, die Wartezeit beträgt meistens einen Monat. Was ist nicht versichert? Vorerkrankungen sind meistens ausgeschlossen. Sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen auch versichert? Das hängt vom gewählten Tarif ab. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt von Alter und Rasse des Tieres ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für eine junge Katze zahlen Sie meistens etwa 15 Euro. Gibt es eine jährliche Höchstgrenze? Ja, die meisten Tarife haben ein Jahreslimit. Wie funktioniert die Erstattung? Sie bezahlen zuerst und reichen die Rechnung ein. Kann ich auch ältere Tiere versichern? Ja, ältere Tiere können ebenfalls versichert werden. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Versicherung. Ja, besonders bei unerwarteten Tierarztkosten. Ich möchte meine Katze gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Ich hoffe, Ihrer Katze geht es bald besser. Guten Tag. Meine Familie hatte letztes Jahr eine Beerdigung. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Die Kosten waren wirklich sehr hoch. Beerdigungen sind in Deutschland tatsächlich oft teuer. Ich möchte das meiner eigenen Familie ersparen. Genau dafür gibt es die Sterbegeldversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt die Kosten für Beerdigung und Bestattung ab. Wie funktioniert die Auszahlung? Das Geld wird direkt an die Familie ausgezahlt. Kann es auch direkt an das Bestattungsunternehmen gehen? Ja, das ist ebenfalls möglich. Wie hoch ist die typische Versicherungssumme? Meistens zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Wie viel kostet diese Versicherung monatlich? Das hängt von Ihrem Alter beim Vertragsabschluss ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Mit 50 Jahren zahlen Sie meistens etwa 20 Euro. Was passiert, wenn ich sehr alt werde? Die Versicherung bleibt bis zum Lebensende gültig. Baut die Versicherung auch einen Wert auf? Ja, manche Tarife bauen über Jahre einen Wert auf. Beeinflussen Vorerkrankungen den Vertrag? Bei manchen Tarifen müssen Sie Gesundheitsfragen beantworten. Wie bestimme ich, wer das Geld bekommt? Sie benennen eine begünstigte Person im Vertrag. Kann ich diese Person später ändern? Ja,
Sie können die begünstigte Person jederzeit ändern. Das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Das freut mich sehr zu hören. Ich möchte diese Versicherung für meine Familie abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Guten Tag, ich habe gestern mein erstes Auto gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Auto. Ich wollte es heute anmelden, aber es gab ein Problem. Was genau war das Problem? Die Zulassungsstelle wollte einen Versicherungsnachweis sehen. Ja, ohne Versicherung können Sie das Auto nicht anmelden. Das wusste ich leider nicht. In Deutschland ist eine Kfz-Haftpflicht für jedes Auto Pflicht. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Schäden ab, die Sie mit Ihrem Auto anderen verursachen. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie ein anderes Auto rammen, zahlt die Versicherung den Schaden. Deckt sie auch Schäden an meinem eigenen Auto? Nein, Ihr eigenes Auto ist dadurch nicht versichert. Was passiert, wenn ich ohne Versicherung fahre? Das ist illegal und führt zu hohen Strafen. Wie wird der Preis der Versicherung berechnet? Der Preis hängt von Ihrem Alter und Ihrer Fahrerfahrung ab. Was ist die Schadenfreiheitsklasse? Das ist ein System, das unfallfreies Fahren belohnt. Wie funktioniert dieses System genau? Je länger Sie unfallfrei fahren, desto günstiger wird die Versicherung. Spielt der Wohnort auch eine Rolle? Ja, manche Regionen haben höhere Unfallraten. Was brauche ich für die Anmeldung der Versicherung? Sie brauchen Ihren Führerschein und die Fahrzeugdaten. Bekomme ich danach sofort eine Bestätigung? Ja, Sie erhalten eine elektronische Versicherungsbestätigung. Brauche ich diese Bestätigung für die Zulassungsstelle? Ja, genau diese Bestätigung müssen Sie dort vorlegen. Was mache ich, wenn ich einen Unfall verursache? Sie melden den Unfall sofort Ihrer Versicherung. Was passiert mit meiner Schadenfreiheitsklasse danach? Nach einem selbstverursachten Unfall verschlechtert sich Ihre Klasse. Folgt die Versicherung dem Auto oder mir als Fahrer? Die Versicherung ist an das Fahrzeug gebunden, nicht an Sie. Das heißt, wenn ich das Auto verkaufe, endet die Versicherung? Genau, der neue Besitzer muss eine eigene Versicherung abschließen. Jetzt verstehe ich das System viel besser. Das freut mich sehr zu hören. Können Sie mir jetzt bei der Anmeldung helfen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Viel Freude mit Ihrem neuen Auto. Guten Tag. Gestern ist mir auf der Autobahn etwas passiert. Guten Tag. Was genau ist passiert? Ein Stein hat meine Windschutzscheibe getroffen. Das tut mir leid zu hören. Ist die Scheibe kaputt? Ja, es ist ein großer Riss entstanden. Haben Sie schon Ihre Versicherung kontaktiert? Ja, aber Sie sagten, das ist nicht abgedeckt. Haben Sie nur eine Kfz-Haftpflicht? Ja, ich habe nur die Pflichtversicherung. Genau deshalb wird der Schaden nicht übernommen. Was würde diesen Schaden denn abdecken? Eine Teilkaskoversicherung würde das abdecken. Was genau deckt eine Teilkasko ab? Sie deckt Diebstahl, Feuer, Sturm- und Glasschäden ab. Wäre meine Windschutzscheibe also versichert gewesen? Ja, genau dieser Schaden ist ein klassischer Fall. Deckt sie auch Schäden durch Tiere? Ja, Wildunfälle sind ebenfalls eingeschlossen. Was ist mit selbst verursachten Unfällen? Diese sind durch die Teilkasko nicht abgedeckt. Wie unterscheidet sich der Preis von der Haftpflicht? Teilkasko ist meistens etwas teurer als die reine Haftpflicht. Gibt es eine Selbstbeteiligung bei einem Schaden? Ja, meistens müssen Sie einen Teil selbst bezahlen. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung normalerweise? Sie liegt oft zwischen 150 und 300 Euro. Beeinflusst die Selbstbeteiligung den monatlichen Preis? Ja, eine höhere Selbstbeteiligung senkt den monatlichen Beitrag. Wie melde ich jetzt meinen Glasschaden?
Sie können das ganz einfach online melden. Lohnt sich Teilkasko auch für ältere Autos? Das hängt vom aktuellen Wert des Autos ab. Was würden Sie mir für mein Auto empfehlen? Bei Ihrem Autoalter würde ich Teilkasko klar empfehlen. Ich möchte gerne sofort wechseln. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich kümmere mich gleich um den Wechsel. Guten Tag, ich habe mir letzten Monat ein neues Auto gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Auto. Letzte Woche ist mir leider etwas passiert. Was genau ist passiert? Ich habe das Auto in der Garage verkratzt. Das ist wirklich ärgerlich. War es Ihre eigene Schuld? Ja, ich bin selbst dagegen gefahren. In diesem Fall hilft eine Vollkaskoversicherung. Was ist der Unterschied zur Teilkasko? Vollkasko deckt zusätzlich selbstverursachte Schäden ab. Wäre mein Kratzer also versichert gewesen? Ja, genau solche Schäden deckt die Vollkasko ab. Deckt sie auch Vandalismus ab? Ja, Vandalismus ist ebenfalls eingeschlossen. Wie teuer ist Vollkasko im Vergleich zu Teilkasko? Vollkasko ist deutlich teurer als die Teilkasko, Warum ist der Preisunterschied so groß? weil die Versicherung viel mehr Risiken übernimmt. Für wen lohnt sich Vollkasko besonders? Vollkasko lohnt sich besonders für neue oder geleaste Autos. Wann lohnt sich Vollkasko nicht mehr? Bei sehr alten Autos lohnt sich Vollkasko meistens nicht, Warum lohnt sie sich bei alten Autos nicht? weil der Autowert oft niedriger ist als die jährlichen Kosten. Gibt es auch eine Selbstbeteiligung bei Vollkasko? Ja, auch hier zahlen Sie einen Teil selbst. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung meistens? Sie liegt oft zwischen 300 und 500 Euro. Was passiert mit meiner Schadenfreiheitsklasse nach einem Schaden? Nach einem Schaden verschlechtert sich Ihre Klasse meistens. Kann ich später von Vollkasko zu Teilkasko wechseln? Ja, ein Wechsel ist jederzeit zum Vertragsende möglich. Wie melde ich meinen aktuellen Kratzer? Sie können den Schaden direkt online oder telefonisch melden. Empfehlen Sie mir Vollkasko für mein neues Auto? Ja, bei einem neuen Auto würde ich das klar empfehlen. Dann möchte ich gerne zu Vollkasko wechseln. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne. Ich kümmere mich gleich um Ihren Vertrag. Guten Tag, eine Kollegin von mir kann nicht mehr arbeiten. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Was ist passiert? Sie hat ein chronisches Rückenproblem entwickelt. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Sie hat jetzt große finanzielle Probleme. Hatte sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Nein, leider hatte sie keine. Genau für solche Fälle gibt es diese Versicherung. Was genau deckt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab? Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn Sie nicht mehr arbeiten können. Reicht die staatliche Unterstützung nicht aus? Die staatliche Unterstützung ist meistens sehr gering. Wie wird die Höhe der Rente berechnet? Sie wählen die Höhe selbst bei Vertragsabschluss. Wie lange wird diese Rente gezahlt? Sie wird bis zur Genesung oder bis zur Rente gezahlt. Was bedeutet berufsunfähig in diesem Zusammenhang? Es bedeutet, dass Sie Ihren aktuellen Beruf nicht mehr ausüben können. Muss ich komplett arbeitsunfähig sein? Nein, es reicht, wenn Sie Ihren speziellen Beruf nicht mehr ausüben können. Warum sollte ich diese Versicherung jung abschließen? Junge und gesunde Menschen bekommen meistens bessere Konditionen. Was passiert, wenn ich später Gesundheitsprobleme bekomme? Dann wird der Vertragsabschluss schwieriger oder teurer. Muss ich beim Antrag Gesundheitsfragen beantworten? Ja, Sie müssen ehrliche Angaben zu Ihrer Gesundheit machen. Was passiert, wenn ich falsche Angaben mache? Das kann später zur Verweigerung der Zahlung führen. Wie hoch sind die monatlichen Kosten ungefähr? Das hängt von Ihrem Alter, Beruf und Gesundheit ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen?
Für eine junge gesunde Person beginnt es oft bei 30 €. Spielt mein Beruf eine große Rolle beim Preis? Ja, risikoreichere Berufe zahlen oft deutlich mehr. Das gibt mir wirklich viel zu denken. Viele Menschen unterschätzen dieses Risiko leider. Ich möchte mich jetzt selbst absichern. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Können wir gleich mit dem Antrag beginnen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das jetzt machen. Guten Tag, ich bin vor kurzem Vater geworden. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kind. Außerdem haben wir gerade ein Haus gekauft. Das ist wirklich eine aufregende Zeit für Sie. Ja, aber ich mache mir auch Sorgen. Was genau macht Ihnen Sorgen? Was passiert mit meiner Familie, wenn mir etwas passiert? Genau dafür gibt es die Risikolebensversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie zahlt eine feste Summe, wenn Sie sterben. An wen wird das Geld ausgezahlt? Das Geld geht an die von Ihnen gewählte Person. Kann ich meine Frau als Begünstigte angeben? Ja, Sie können Ihre Frau jederzeit als Begünstigte angeben. Wie wird die Höhe der Summe festgelegt? Sie wählen die Summe basierend auf Ihren finanziellen Verpflichtungen. Was bedeutet das für meine Hypothek? Die Summe sollte idealerweise Ihre Hypothek vollständig abdecken. Wie lange läuft eine solche Versicherung normalerweise? Die meisten Verträge laufen zwischen 10 und 30 Jahren. Was passiert, wenn ich die Laufzeit überlebe? Dann endet der Vertrag einfach ohne Auszahlung. Bekomme ich dann meine gezahlten Beiträge zurück? Nein, bei dieser Versicherung gibt es keine Rückzahlung. Warum ist das so? Diese Versicherung ist reiner Schutz ohne Sparanteil. Beeinflusst mein Alter den Preis stark? Ja, je jünger Sie sind, desto günstiger ist der Beitrag. Spielt Rauchen auch eine Rolle beim Preis? Ja, Raucher zahlen meistens deutlich höhere Beiträge. Wie hoch sind die monatlichen Kosten ungefähr? Für einen jungen, gesunden Nichtraucher beginnt es sehr günstig. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für 100.000 € Absicherung zahlen Sie oft nur 10 Euro. Das ist wirklich günstig für so viel Sicherheit. Ja, deshalb ist diese Versicherung sehr beliebt bei Familien. Ich möchte meine Familie jetzt absichern. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Können wir gleich die passende Summe berechnen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das jetzt gemeinsam machen. Guten Tag, ich arbeite seit kurzem als freiberufliche Grafikdesignerin. Guten Tag. Das klingt nach einer spannenden Tätigkeit. Ein Kunde hat mich vor etwas gewarnt. Was genau hat der Kunde gesagt? Ein Fehler in einem Projekt könnte teuer werden. Das stimmt leider, das kann wirklich passieren. Wie kann ich mich davor schützen? Genau dafür gibt es die Berufshaftpflichtversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt finanzielle Schäden durch berufliche Fehler ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie ein falsches Logo liefern, kann das teuer werden. Müssen alle Berufe diese Versicherung haben? Manche Berufe wie Ärzte und Anwälte sind dazu verpflichtet. Brauchen Freiberufler wie ich das auch? Ja, auch kreative Freiberufler profitieren stark davon. Was zählt als beruflicher Fehler? Falsche Beratung, verpasste Fristen oder Designfehler zählen dazu. Was passiert, wenn ein Kunde mich verklagt? Die Versicherung übernimmt die Kosten für Anwalt und Schadensersatz. Übernimmt sie auch die Gerichtskosten? Ja, Gerichtskosten sind ebenfalls eingeschlossen. Was ist nicht versichert? Absichtliches Fehlverhalten ist nicht versichert. Wie hoch sind typische Versicherungssummen? Viele Tarife bieten Schutz bis zu 1 Million €. Wie viel kostet diese Versicherung im Monat? Das hängt von Ihrem Berufsfeld und Umsatz ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für Grafikdesigner beginnt es oft bei 15 €. Sollte ich die Summe an meine Projektgröße anpassen? Ja, bei größeren Projekten empfehle ich höhere Deckungssummen. Wie melde ich einen möglichen Fehler?
Sie informieren die Versicherung sofort nach Bekanntwerden. Das gibt mir wirklich mehr Sicherheit für meine Arbeit. Das freut mich sehr zu hören. Ich möchte diese Versicherung jetzt abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für die hilfreiche Beratung. Gerne. Viel Erfolg mit Ihrer freiberuflichen Tätigkeit. Arbeiten. Anfangen. Helfen. Brauchen. Verstehen. Erklären. Leben. Wählen. Verdienen. Bezahlen. Decken. Anmelden. Bekommen. Werden. Zeigen. Besuchen. Überweisen. Melden. Beantragen. Kündigen. Verlassen. Vergleichen. Abschließen. Schützen. Beschädigen. Zahlen. Verursachen. Anrufen. Finden. Einziehen. Berechnen. Ersetzen. Prüfen. Reparieren. Investieren. Akzeptieren. Garantieren. Dokumentieren. Fotografieren. Kontaktieren. Empfehlen. Wechseln. Versichern. Planen. Fliegen. Reisen. Stornieren. Absichern. Informieren. Unterschreiben. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories.